Kreuzfahrt ist natürlich ein unglaublich emotionales Thema. Man fährt ja nicht mit einem Schiff irgendwo hin, weil man von A nach B kommen möchte, sondern man möchte etwas erleben, man möchte Träume verwirklichen, etwas, was man sich schon lange vorgenommen hat, fremde Länder zu sehen, auf die man neugierig ist. Also es ist hochemotional. Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, ich bin über einen relativ kuriosen Weg zur Seefahrt gekommen, als Tischler angefangen, weil ich ursprünglich Innenarchitektur studieren wollte. Habe dann nicht Innenarchitektur, sondern Schiffbau studiert. Über den Umweg Schiffbau bin ich zur Nautik gekommen, habe dann Nautik studiert und fahre jetzt seit 25 Jahren als Offizier oder dann jetzt die letzten 11 Jahre als Kapitän für Hapag-Lloyd-Kreuzfahrt. Schiffe fand ich immer schon sehr spannend. Wir haben früher immer hier an der Ostsee Urlaub gemacht und von daher hatte ich schon eine gewisse Affinität. Aber tatsächlich so der erste richtige Einblick in die Seefahrt war bei der Marine, sodass ich dann überhaupt erstmal gemerkt habe, wie es ist, mit einem Schiff unterwegs zu sein und wie sich das anfühlt und was man da alles erleben und sehen kann unterwegs. Meine Anfänge mit der Seefahrt liegen ja tatsächlich bei den Frachtschiffen. Ich bin zunächst 4 Jahre auf Containerschiffen gefahren, dann durch einen glücklichen Zufall zu Hapag-Lloyd Cruises gekommen, als Navigationsoffizier auf der Bremen und konnte so im Laufe der Zeit eigentlich fast alle Schiffe in der Flotte kennenlernen. Und dann hieß es für mich 2013, ob ich nicht Lust hätte, hier auf die Europa 2 zu gehen. Dann überlegt man auch nicht lange, dann sagt man ja. Und 2014, nach einem Einsatz als Staffkapitän hier an Bord, bin ich dann hier Kapitän geworden. Die Europa 2 ist natürlich schon besonders, weil man auf sehr viel Schiff sehr wenig Gäste hat. Es hat jeder unglaublich viel Platz. Es gibt nirgendwo Gedränge, alle sind entspannt, fröhlich, gute Laune. Man hat den engen Kontakt zum Gast, man läuft sich immer irgendwie mal über den Weg, unterhält sich mit den Gästen und hat dann eigentlich ein sehr, sehr intensives Reiseerlebnis mit den Gästen zusammen. Hallo, morning. Für mich ganz besonders wichtig ist, dass man hier zusammenarbeitet und nach Feierabend auch gut miteinander lebt. Denn das ist eigentlich der gravierendste Unterschied zu einer Tätigkeit an Land. Man hat eben nicht Feierabend und geht nach Hause, sondern auch nach Feierabend läuft man sich hier über den Weg. Man muss also nicht nur gut zusammenarbeiten, sondern auch gut zusammenleben. Und das merkt man dann eben auch, wenn eine gute Stimmung in der Besatzung ist, merken es auch die Gäste. Was für mich ein tatsächlich richtiger Höhepunkt ist, ist, dass wir hier auf der Europa 2, weil wir unter der Flagge Maltas fahren, dass wir hier rechtsverbindliche Trauungen durchführen können. Und das sind eigentlich für mich immer ganz besondere Momente, dass man in einem so persönlichen Moment dabei sein darf, dass man den gestalten darf mit dem Brautpaar zusammen, diesen wirklich unglaublich tollen, emotionalen und wichtigen Tag gemeinsam begehen kann. Und das ist eine Sache, die mir wirklich sehr, sehr große Freude macht. Also es ist sehr, sehr spannend, sich mit den Gästen darüber zu unterhalten, was so die Motivation im Einzelnen ist, warum sie diese Reise machen. Und ich für mich selber kann es eben auch nachvollziehen, auch nach all den Jahren. Es ist für mich auch spannend, dann, wenn man aus dem Urlaub gekommen ist, das erste Mal ablegen im Hafen, dann ertönt das Typhon und man erkundet und erobert die Welt wieder ein bisschen für sich.